Hallo Leute, willkommen zu einem zweiten Video auf diesem Kanal. Ich heiße Liam, ich bin 16 Jahre alt und ich bin ein Polyglot mit 7 Sprachen. In meinem letzten Video habe ich auch 7 Sprachen gesprochen, aber heute möchte ich nur Deutsch sprechen und euch erzählen, wie ich Deutsch gelernt habe und was ich gemacht habe. Aber ich muss zugeben, meine Geschichte ist nicht die interessanteste. Ich meine, ich habe nur die Ressourcen vom Internet benutzt und keine Bücher gelesen oder sowas. Aber ich hoffe, ich könnte euch ein paar Tipps geben, damit ihr Deutsch auch lernen könnt. Und ich möchte einfach meine Geschichte erzählen. Also, los geht's. Also, erstens ging ich auf Google und suchte, welche Ressourcen, welche Apps können mir beim Deutsch helfen. Und die 2 beliebtesten waren Duolingo und Memrise. Und ja, ich weiß, viele sagen, Duolingo sei nutzlos. Aber ich denke, das stimmt nicht. Ich habe Duolingo benutzt und die Grundlagen der deutschen Sprache auf Duolingo gelernt. Und für mich war es sehr nützlich. Also ich würde sagen, Duolingo, man kann nicht alles auf Duolingo lernen, aber man kann die Grundlagen lernen und dafür ist es sehr nützlich für den Anfang. Und Memrise ist auch eine sehr nützliche App. Auf Memrise kann man seinen Wortschatz verbessern. Ich habe die ersten 5000 Wörter mit Memrise gelernt. Also das macht, glaube ich, 87% der alltäglichen Kommunikation aus. Und ja, ich habe viele Wörter auf Memrise gelernt, aber natürlich habe ich nicht nur Memrise benutzt, um meinen Wortschatz zu vergrößern. Ich habe dieses Wörterbuch hier und wie ihr sehen könnt, ist es sehr altersschwach. Und also das ist offensichtlich, dass ich dieses Wörterbuch sehr viel benutzt habe. Ich meine, ich habe dieses Wörterbuch überall mit mir geschrieben. Also wie zum Beispiel, es klingt komisch, aber ich nenne so viele Objekte, wie ich kann, wie zum Beispiel die Tür, die Wand, das Fenster. Und wenn ich das Wort nicht kenne, dann schlage ich es im Wörterbuch nach und dann kann ich das Wort in einem Notizbuch schreiben und später wiederholen. Und es hilft auch, Deutsch mit mir selber zu sprechen, wie zum Beispiel ich sage Sätze. Zum Beispiel, ich gehe die Treppe hoch oder ich gehe im Park spazieren. Und so übe ich meine Aussprache und meinen Satzbau gleichzeitig. Es gibt auch viele Kanäle auf YouTube, wie zum Beispiel, es gibt irgendein Film oder Serie namens Nikos Weg. Und Nikos Weg ist sehr nützlich für Anfänger, die Deutsch lernen wollen. Es handelt um einen spanischen Jungen, der nach Deutschland reist und will seine Tante sehen, aber er hat seine Tasche verloren und dann entwickelt er irgendwie sein eigenes Leben in Deutschland. Ich will nicht so viel sagen, aber das finde ich sehr nützlich und sehr interessant. Ich finde es sehr interessant, der Geschichte zu folgen und gleichzeitig Deutsch zu lernen. Und es gibt auch die Videos von Easy German, also ich liebe Easy Languages. Es gibt Easy German, Easy Spanish, Easy French und sogar Easy Türkisch. Und diese Kanäle sind sie machen sehr viel Spaß und sie sind sehr interessant und ich finde sie sehr nützlich, weil sie mit Muttersprachlern sprechen und man kann über die Kultur des Landes lernen und gleichzeitig die Sprache lernen. Also noch eine Sache. Ich finde es so nützlich, Online-Freunde zu finden und sich in einer Sprache unterhalten. Also, wenn ich Deutsch gelernt habe, habe ich gemerkt, ich kenne all diese Wörter, aber ich könnte noch kein Gespräch führen. Also, deshalb suchte ich nach Freunden. Und es gibt eine App, in der man Online-Freunde finden kann
und gleichzeitig Sprachen üben, und es heißt Tandem, also auf Tandem kann man ja Online-Freunde finden, aber es kann ziemlich stressig werden, weil mir so viele Leute schreiben und sagen, hey, ich will Englisch lernen und ich kann dir diese Sprache beibringen. Aber ich finde, es ist sehr nützlich, wenn man Freunde hat, mit denen in diese Sprache unterhalten kann. Also ich würde es euch empfehlen, dass ihr vielleicht Tandem benutzt, damit ihr Online-Freunde finden kann, wenn ihr noch niemanden habt, mit dem ihr auf Deutsch unterhalten könnt. Und vor einem Monat hatte ich eigentlich die Möglichkeit, im wirklichen Leben eine Online-Freundin zu sehen. Und das war mega cool. Ich war in Österreich und das war mein erstes Mal im Ausland seit 6 Jahren, und irgendwo könnt ihr das auf meinem Instagram sehen. Aber ja, Deutsch hat mein Leben geändert, und ich bin sehr froh, dass ich Deutsch gelernt habe, weil ich so viele Freunde gefunden habe, und auch ich habe meine Online-Freundin im wirklichen Leben gesehen, und das kann ich noch nicht glauben. Also ich denke, es ist es wert, dass ihr eine neue Sprache lernt und neue Freunde findet. Ich denke, das ist eine tolle Entscheidung. Aber jetzt muss ich das Video beenden. Also ich weiß, ich habe gesagt, meine Geschichte ist nicht so interessant und ich habe nicht so viele Tipps gegeben, aber so hat es für mich funktioniert. So habe ich Deutsch gelernt, und diese Ressourcen habe ich benutzt, um Deutsch zu lernen. Also kann ich nicht wirklich mehr sagen. Aber ich hoffe, es hat mindestens ein bisschen geholfen. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.